Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to encourage you to subscribe to my channel, to like, to share and to comment my videos. Today I'm here with Marta Melnik from Ukraine. So welcome Marta. Hi, thank you very much for the invitation. I'm really glad to be here. Yeah, so could you please introduce yourself briefly? So as you said, my name is Marta Melnik. I come from Ukraine. I live in Poland since many years. I love languages. I speak Ukrainian, Polish, English, German fluently, and I have basics of different other languages, so it's hard to tell. Obviously, it depends on the day and on how much practice I have, then I can speak some languages better, some languages worse. Yeah, right now I learn Portuguese and a little bit of Hindi. Nice. So what's your favorite language? You can answer in this language, like if you can, if you're able to, and why. So what's your favorite language? It's a difficult question. So obviously Ukrainian, because it's my native language. I'm in love with this language. If I would have to choose to speak Ukrainian or any other languages, then if I would be forced to choose, I would choose to stay with Ukrainian. This is obvious. But if we think about other foreign languages, I really like Brazilian Portuguese. I like how it sounds. I like the energy of the language. I like German. Even though so many people make fun of how harsh it is, for me it's not. I like the sound of the language, especially that I used to live in Switzerland. Yeah. And after Swiss German, Hochdeutsch is like the sweetest, the most soft version of German ever possible. And also I like Maori language because it's very interesting. I really like also the sound, because it's very it has also like this powerful energy, and also the grammar also excited me all the time. So I really like this language too. Ja, nice. Du, und was hat dich motiviert, Sprachen zu lernen? Also so generell gesehen. Also ich bin nicht sicher. Also ich habe immer Interesse. Ich habe Englisch seit Kindergarten oder seit der Schule gelernt. Ja, dann ein bisschen Französisch und ein bisschen Deutsch in der Schule. Und dann habe ich Deutsch studiert. Also meine erste Hochausbildung ist deutsch-ukrainische Übersetzerin und Dolmetscherin. Schön. Genau, ja. Und ja, ich hatte immer Interesse. Ich hatte ein bisschen Spanisch gelernt, als ich jünger war, dann ein bisschen Französisch, ein bisschen Türkisch und so weiter. Also ich hatte immer Interesse. Nicht alle Sprachen habe ich gut beherrscht, aber trotzdem gelernt habe ich viele. Und wie ist das eigentlich als Übersetzerin zum Arbeiten? Also was sind eigentlich, sagen wir, die Schwierigkeiten bei einer Übersetzung? Also ich habe immer gemocht, Übersetzungen zu machen. Also jetzt arbeite ich in IT. Also ich mache das nicht regelmäßig, aber ich mache eine Übersetzung von einem Buch. Ja, aber aus dem Englischen, nicht aus dem Deutschen in diesem Moment. Aber trotzdem, es war immer interessant für mich, die verschiedene Weisen zu finden, wie man diesen Satz bilden kann. Ja, also die andere Anwendungen, ja, also andere, ich bin nicht sicher, also andere Phrasen, andere Wörter zu finden, und es war immer interessant für mich, ja. Mit Wörterbüchern zu arbeiten, ja. Und übersetzt du jetzt das Buch ins Ukrainische oder wie schaut es aus? Genau, ja, aus dem Englischen ins Ukrainische. Ins Ukrainische. Und also das ist halt eine Belletristik, oder? Also ich meine, das ist kein oder Sachliteratur. Ja. Was ist das? Nein, das ist nicht Sachliteratur. So ein Roman oder Erzählungen oder so. So wie Memoirs. Ah ja, Memoiren, genau. Ja. Schön. Ja, aber ich mache das in meiner freien Zeit, also nicht als meine Hauptarbeit.
Ja. Mhm. Schön, schön. Und du wohnst ja schon lange in Polen, gell? Und war Äh, das, ja, ja, war also ich das wohne schwer für dich, hier. Polnisch zum Lernen oder wie war das? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, also ich hatte ein bisschen Polnisch gelernt, bevor ich nach Polen gekommen bin. Also ich hatte Basis, ich wusste schon, was polnische Sprache ist, aber Mhm. natürlich konnte ich noch nicht gut sprechen, ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich habe vom Anfang an versucht, Deutsch zu sprechen und, Entschuldigung, Polnisch zu sprechen, ja, Ja. und mit der Zeit, ja, hat es funktioniert. Also natürlich habe ich dann viel gelesen, ich habe gut Grammatik studiert, ja, und einfach mit den Menschen gesprochen und Mhm. ja, Schön, in einiger Zeit, ja, habe ich das sehr gut beherrscht. schön. Und hast du ein Lieblingsbuch also aus der polnischen Literatur? Du kannst gern auf Polnisch antworten. Aha, okay, also ich habe die Kinderbücher, okej, a w Polnisch, ja? Ja. Czytałam książki dla dzieci, Mhm. jak uczyłam się polskiego, więc Mhm. no ciężko stwierdzić, bo tam były jakieś historyjki o wampirach albo o jakichś przygodach, więc no nie powiem, że to są moje ulubione książki. Po prostu były książki, które mi pomogły Mhm. zdobyć jakąś lepszą wiedzę w języku. Oh, Tak. schön. Und hast du so klassische Literatur auch auf Polnisch gelesen? Keine Ahnung. Henryk Äh, Sienkiewicz zum Beispiel? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Und was Ja, hast du noch gesagt? Über nicht, noch Vampire nicht. gab es Geschichten und über was noch? Da in den Kinderbüchern. Ja, in den Kinderbüchern, ich bin nicht sicher. Also es gab irgendwelche so Krimi, aber für Kinder, ja. Ja, 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 ja. Ich bin schon nicht mehr sicher, es war vor 9 Jahren, ja. Also aus der polnischen Literatur, Ja. das Buch, das ich sehr mag, Hm. das heißt Marta von Elisa Orzeszkowa. Ja, das war der Grund, warum ich dieses Buch gewählt habe. Und ja, das war sehr schwierig, äh, emotionell, ja. Also, Ah. aber das ist Hast sehr du es auf interessant. Ich Polnisch glaube, gelesen? Schon, oder? ja, 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 genau, auf Polnisch. Martha. Marta, genau. Ich glaube, dass jede Frau soll dieses Buch lesen. Ja. Wenn ich mal Polnisch lerne, dann gern. Genau, ja. Ja, Oh, dann also in lese ich es gern. Übersetzung, das lohnt sich auch. Ja, 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 gibt schon. Ich mache irgendwie Original lieber, weil ein ja, Übersetzer kann ich immer verstehe das irgendwo natürlich. Improvisation schreiben. Also ich meine, irgendwas improvisieren. Es gibt ja diese Genau, Untranslatables, die schwierig sind zum Übersetzen. Und ich finde, das stimmt. jo, Ja. und ich finde, also darum finde ich, also wenn man kann, wenn man die Sprache kann, dann sollte man Mhm, halt im Original lesen. Genau. Mm. genau, das stimmt. Ah, yo. Mhm. ¿Y por qué você está aprendendo portugués? Oh nein, okay. Nein! Ach so. Não, não, ok. Eu posso tentar. Sí, Eu sí. posso tentar responder. Ok. Mm, Um, eu gosto de português, sí. de idioma português. Eu penso que esse idioma é muito bonito. Sí. É, e português é não mais difícil, porque eu tenho um, oh, Ah, vamos. como? Eu te ajudo com a Ah, palavra. Não sei. yeah, sei um pouco francês, um Sim. pouco, aprendi Aprendi. Sim, aprendi. espanhol e um pouco italiano, sim, Sim, aprendi. aprendi. Português é não difícil, mas eu gosto.
Eu Ah, gosto de podcast. muito bem, muito bem. Ah, Eu não falo muito bom, mas ah, eu entendo quando eu leio ou ouvir, etc. sim. Sim. Sim, mas ó, Ah, não tem problema, você não tem uhum, que falar fluentemente agora, porque você uhum. está aprendendo, né? E É, às é vezes normal, eu. é normal não Peço falar desculpa. bem. Sim. É Yeah. normal. Às Hum, vezes eu tento assistir séries Sim, sim. ou Quais, por filme. exemplo? Oh, Quais séries poderia recomendar, por exemplo, em português? ok, eu não recomendo, mas ah, a série que a última série Sim. um, foi, nossa, Sei, foi. Foi. foi Reality Z, Z Ah, aham, sobre zumbis Zombies. Não conheço isso. mesmo. É como um filme, não é uma série. Um filme, né? Uma série assim, Uma série. Uhum. no Netflix. Sim. No Netflix, sim. No Netflix. Sim, Uhum. no Netflix. Zombie. Yeah. Sim, mas, oh, yeah. E Muito você zombies. também assistiu uma vez a uma telenovela brasileira, por exemplo. Ou não? sim, mas não agora, Não. mas quando eu um, uh, estava criança, Sim, estava. sim, estava criança, eu assisti, Ti, oh, assisti. sim, assisti telenovelas brasileiras, sim, Mas talvez dubladas, né? Como, assim. sim, dobrada, sim. Uhum. Não, em ucraniano, sim? So I mean the series that you're watching in like the telenovelas, right? They were translated, right? Um, I mean dubbed, or how was it? The Brazilian telenovelas. Mhm. Mm-hmm. Yeah. So they were translated into Ukrainian, right? In Ukrainian and Russian, yes, in And my Russian. childhood. Yeah. Yeah, I used to Yeah. watch them dubbed. Yeah, now I Uh, try to watch in original. an original. Nice. And if Nice. I watch dubbed, then I watch mostly in English. Yeah. If Yeah. I Yeah. need the dubbing right now, Yeah. yes. Yeah. Nice. Nice. Yeah. So we've come to the last question of our video. Mhm. So could you please give an advice or some advice to everyone who wants to learn a language? Możesz розмовляти на українській мові. So that no one understands the advice. Okay. Yeah. No. Моя порада до вивчення іноземних мов це пам'ятати, що це вимагає, що це праця, так? Вимагає часу, терпіння. Так. Не потрібно сподіватися швидких результатів, а просто насолоджуватися процесом, і результат прийде з часом, і він вартий того. Він вартий того часу і зусиль, які треба докладати до вивчення іноземної мови. Так. Did you get it? Yeah, of course. I Yeah. get it. Yeah. I Of get course, it. I don't Yeah. doubt it. Mhm. I got it. Yeah. It's a really nice advice. Yeah. Thank you. Thank you, Yeah. дякую. Oh, дякую. Mhm. Yeah. And so thanks for the interesting conversation. And I Thank wish you you too. good luck with your Portuguese and Hindi. These are Thank you. really Thank you. interesting Obrigada. languages. Yeah, Ah, धन्यवाद. yeah. And in Hindi, how do you say thank you in Hindi? धन्यवाद. Dhanyavad. Yeah. Yeah. So I Yeah. will see you soon. See you. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye. Ciao.